Willkommen zu unserem Architect Quick Tip Nummer 2. Heute werden wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihr eigenes Makro in unserer kostenlosen Programmierumgebung ALP erstellen können. Als Beispiel nehmen wir einen Toggle Flip-Flop, das aus einem D-Flip-Flop und einem XOR-Gatter besteht. Immer wenn der Toggle Flip-Flop-Eingang von Low auf High wechselt, stellen Sie sich vor, dass ein Taster gedrückt wird, schaltet der Ausgang um. Beim Wechsel von High auf Low passiert nichts. Wählen Sie in der Liste des Menüpunktes Datei Neues Makro erstellen aus. Nun können wir die Anzahl der Ein- und Ausgänge festlegen. In unserem Fall benötigt das Toggle-Makro nur einen Eingang und einen Ausgang. Im Eigenschaftsfenster ändern wir kurzerhand den Namen des Makros und ziehen die benötigten Funktionsblöcke per Drag and Drop in den Arbeitsbereich. Wir realisieren die korrekten Verbindungen zwischen den Anschlüssen und können nun schauen, ob alles korrekt funktioniert. Wir öffnen die Simulationsperspektive und starten die Simulation. Betätigen wir einen imaginären Schalter, der mit dem Eingang unseres Toggle-Makros verbunden ist, so schaltet der Ausgang bei jedem Mal um. Perfekt, es scheint alles in Ordnung zu sein. Anschließend können wir unser erstelltes Makro abspeichern und den jeweiligen Arbeitsbereich schließen. Sie finden Ihr Makro in der Bibliothek auf der rechten Seite unter dem Punkt Projektmakros. Fügen wir nun unser neu erstelltes Makro in das Hauptprogramm ein und führen eine erneute Überprüfung im Simulationsmodus durch. Auch hier funktioniert das Toggle-Makro wie vorhergesehen. Auf diese Weise können Sie Ihre eigenen Funktionsblöcke erstellen und später exportieren. Das Erstellen von eigenen Makros vereinfacht komplexe Programme und hilft, ständig den Überblick zu behalten. Laden Sie sich die kostenlose Programmierumgebung ALP von Architect noch heute herunter und erlernen Sie den einfachen Umgang mit dieser. Kleinsteuerungen wie den PR200 können Sie ebenfalls über unsere Webseite erwerben. Dort finden Sie auch weitere Informationen bezüglich unserer Produkte. Bei Fragen können Sie gerne einen Kommentar hinterlassen. Wir werden diesen dann schnellstmöglich beantworten. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.